Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Vampyr. In der letzten Folge haben wir unsere Schwester und die Beerdigung unserer Schwester beigewohnt und waren danach bei dem Priester und haben gepredigt. Und jetzt sollen wir zurück zum Krankenhaus. Und jetzt bin ich gerade beim Gucken, gibt es hier irgendwelche... Erstens ist es hier scheiße unstabil. Und ich habe rausgefunden, wie man es jetzt endlich heilt. Ich habe es vergessen, aber ja. Wir gucken mal, ob wir wen heilen wir denn? Von den Leuten hier, egal. Gibt es irgendwelche Sachen? Erstatte Bericht, ja. Ich muss raus. Fuck, wo geht's nochmal raus? Hä? Da, hier, hier. Das heißt, es kommt schon wieder Ladesequenz, aber egal. Wir erstatten dem Priester jetzt Bericht. Heilen noch so viele wie es geht und dann gehen wir zurück zu Dr. Swansea. Damit wir schauen können, wie es weitergeht. Wir müssen eigentlich auch nochmal in den ersten Bezirk, die Docks, zurück. Vielleicht kommen wir da auch spielerisch nochmal hin. Weil ich auf jeden Fall die Leute dort noch kennenlernen möchte. Wo ist denn der Pfarrer? Ach, der erholt sich hier. Der Pfarrer ist bei der Kirche. Da oben dann. Neurologie, haben wir da irgendwas? Bro, ich bin gerade komplett... Ich bin gerade durch. Wo lang müssen wir denn? Ich glaube... Hä, wie komme ich nach unten? Hier, irgendwas ist hier. Ich sehe schon da unten. Gut, einmal beißen. So, habe ich dich. Irgendwo hier unten. Da unten ist irgendwas. Wo zum Geil gehe ich gerade hin? Da will ich nicht mal hin. Alter, wo ist die Kriegskirche? Die Richtung. Wo habe ich mich letzte Folge schon wieder hinbegeben, ey? Gesund ist sie. Hier durch. Ne, da lang nicht. Ich glaube, den können wir heilen. How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now piss off. Do you need assistance? Please. Feeling tired these days. Medizin geben. There you go. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Hinweis benötigt. Hinweis benötigt. Goodbye, young man. Der wird noch geheilt, gut. Das heißt jetzt nicht mehr, wenn wir schlafen, dürften ein paar Leute geheilt werden. Die Richtung. Gut. Ach du Kacke. Gut. Du mein Freund. Ein bisschen Blut zapfen.
Gut. Okay. Okay. Gut. Komm schon. Jetzt. Plündern. So. Moment, hä? It's locked, all right. Zum Geier komme ich jetzt zurück. Bin ich jetzt... Erschöpfung, ja, hier, du kriegst was. Good evening, Christina. Change your mind, Mr. Reed? Do you need any assistance, Miss Popper? It depends on the price of your medicine. I am shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. So. Du kriegst... Good evening, Christina. Gott, das wollte ich nicht. Change your mind, Mr. Reed? Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Hier rüber müssen wir. Zu unserem lieben Schlägertypen. You again? What do you want this time? Can I offer you my medical expertise, Mr. Peterson? Keep your medicines for others. There is a thin line between pride and stupidity, sir. Please take this medication. You'll feel better. All right. I'll take it then. It's not like I don't appreciate the gesture. Gibt's noch was? Goodbye, Mr. Peterson. Habe ich noch eine Erschöpfung? Ich glaube, ich müsste noch eine Erschöpfung haben. Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? Do you need help, sir? To be honest, I'd prefer you take a look at my stuff. I'd rather be rich and sick than the contrary. I don't quite agree, but I won't argue with you. Please, take this. You'll feel better. Really? Free? Don't take it personally, but charity usually comes at a price. Human nature being what it is. Ja, das stimmt tatsächlich. Joe Peterson. He's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. I'd known Joe for years. I saw him box once or twice. He was a friend then. But these days, he's just another thug. What can you tell me about Mr. Peterson? Besides his behavior toward you, obviously. Colossus Joe was a decent boxer, good one even. But after his wife passed away, he found every excuse to stop training. Just wanted to pick fights with everyone. Without making excuses for him, it's safe to say that despair can poison even the sanest mind. We've all had some rough times, ain't we? But most of us don't use our fists to see us through. And no one has ever stood up to this thug. Nobody would be fool enough to stand against a wet boot boy. Okay. What do you know of Harry Peterson? The boy seems so fragile. Not like his father at all. Harry's a good boy, but he spends most of his time complaining. He's had it tough, all right, but he needs to grow a pair. What troubles him exactly? Well, despite being his father's son, almost everything, I think. He never wanted to come to Whitechapel in the first place. Hates this place more than most of us. Ja, das stimmt tatsächlich. Do you have any news of Nurse Crane and her dispensary? It appears those who dare to get health care from that bitch are never seen again. Something fishy going on there, for sure. Goodbye for now, Mr. Lewis. Gut, dann gehen wir jetzt zu dem wunderbaren. Ich glaube, ich habe jetzt keine Erschöpfung mehr, oder? Doch, eine Erschöpfung habe ich noch. Good evening, Mr. Whitaker. It's Father Whitaker, my son. So,
Are you still lost in your rational delusions? Don't you fear getting sick yourself? Faith gives me all I need, my son. If I must fall, then so be it. No doubt your faith will prevail, but let me give you some extra protection against the devil's work. Medicine. Blessed be your generosity, my son. I have found Samuel, your disciple. I am afraid I have bad news. I already expected the worst. He should already have come back. He is dead, isn't he? Yes, he is now. The epidemic took him. Samuel steadily made donations to our cause. He would have rewarded you himself if you'd found me in that awful cemetery. Please accept this money. Okay. Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood, sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying. Okay. A laughing queen dressed in blood. Tell me more. This epidemic is her feast, the announcement of her return. Against her, science is no more than a child's toy. But who is she? She is the mother of harlots and abomination of the earth. She is Babylon, drunk on the blood of the saints. Your disciple, Samuel, stole from the dead in Stonebridge Cemetery. I have proof of his crime and proof of his death. No! Samuel was the best of us. So devoted, so zealous. He gave all he had for the cause. He tirelessly preached the good word. Okay, was war's? Sein Kreuzzug... Ah ja, sein Kreuzzug finanziert Tobias durch die Totengräberaktivitäten seines Schülers. Habe ich irgendwas gegen Blutarmut vielleicht? He defiled the dead with his petty thefts. That's how he financed your misguided crusade. Think what you will. When this city is saved, he will be praised for his devoted fortitude. He walked boldly into the mouth of abomination. Your precious Samuel used you. He was an immoral crook. If that's true, then he will be my burden to bear during this endless night. Okay, Why did you send Samuel? das haben wir schon. You sent... Ich muss noch mal rein. It's Tobias Whitaker, confess why you burnt those people alive. I have done what no one was ready to do. I will smite the flesh of the unclean to protect the righteous. Okay. You are just another heartless murderer, exploiting the epidemic to kill with impunity. No! No. The only way to contain the spread is to strike at the source itself. The proliferating sick. Sein Gedanke ist zwar nicht falsch, dass man an der Grundlage, also an den Kranken arbeiten muss, weil sie der Grund sind, warum es weitergeht. Aber zu töten ist nicht die richtige Wahl. Das Beste wäre tatsächlich, die Leute irgendwo anders unterzubringen. Sei es ein eigenes Krankenhaus für die Kranken. You're not the savior of London. You're just a glorified sadist. I take no pleasure in this awful cleansing, Dr. Reed. I am only driven by the thousands of innocents I save each night. Okay. I have heard enough for tonight. Goodbye. Gibt's noch irgendwas zu tun hier? Erstmal gucke ich in die Tasche rein.
Gegen Lungenentzündung, Blutvergiftung, Blutarmut. Erkältung, Blutarmut. Erkältung und Blutarmut. Blutarmut. Neurologie. Erkältung. Richard Nitterkott. Wo ist denn der? Ich weiß, wo der ist. Das ist der Typ, der hinter am Friedhof ist, nicht? Dich kann ich nicht heilen, leider. So, ich muss hier rein. Und außenrum. Oder auch nicht. Ja, wo ist denn der? Ich glaube hier. Da ist er. Ne, da ist die Blumendame. Da ist Richard, Erkältung. Good evening, Mr. Niven. And good evening. Do you need medical attention, sir? It may be wise to let you prescribe me something, but I don't feel like I should. I understand your appetite for words and macabre beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. But I appreciate your concern, sir. Gut. I'll leave you alone, sir. Kann ich eigentlich mit der Dame jetzt mehr reden? Hello. Tell me about Richard Nithercott. I understand he is quite fond of you, Camellia. Okay. Very well. Goodbye then. Ich glaube, ich weiß, wo der Junge ist. Der war, glaube ich, im Haus nebenan, richtig? Nicht hier, nicht er. Da drin ist er, glaube ich. Good evening, Harry. May I come in? Sure. Even my dreams are soaked with gloom. So, May I ask you? I'm not bothered. Leben in London habe ich schon. Ich glaube, ich habe den schon. Would it ease tensions with your father if he got an honest job? Because he tried, you know. I can't say. I'd be glad if he dropped his thuggish activities. But I'm not sure it would be enough. Why is that? Sometimes I suspect it's me, Dr. Reed. Or it's this life. It's like I can't find my place. Do you need any medical help, young man? Yes, I do. I feel so tired. I don't know if it's the epidemic, but everything seems so hard. You'll feel better with this. But you need to get a grip, young man. Medication alone won't cure melancholia. I'm not sure I'm happy with the idea of living long in a world like this. But I thank you for your concern, sir. Danke. Goodbye, young man. Take care of yourself. Dann gehen wir Richtung Krankenhaus zurück. Is there only pain and suffering? Für jeden, den wir heilen, kriegen wir sogar XP. Finde ich gut. Nicht XP, EP. So. Neurologie habe ich leider nichts für. I cannot enter. Ja, ich muss ein Stück nach vorne. Erstmal nehme ich das damit. Und dann muss ich hier durch, glaube ich. Der Bezirk wird, wenn ich die Nacht geschafft habe, nicht mehr kritisch sein, denke ich. Und hier.
Und Blutschlecken. Gut, hier Blut aufnehmen. Ach du Kacke. Gut. Bro, what the fuck? Gut. Komm schon. Warum zum Geier? Gut, hier. Einmal Blut saugen. Gut. Kann ich nichts einsammeln? Muss nach oben. Ich weiß nicht mal, warum ich runtergegangen bin, ey. So, ist da unten noch einer? Keine Ahnung, ich gehe jetzt zurück zum Krankenhaus. Ich bin doch kein Vampir, Junge. Gut. Schocken. Ach du Kacke, Alter, hier sind ein Haufen Leute. So, du gehst drauf, weil ich dich beiße. So. So, hier. Lass mich doch ausweichen hier. Als ob der mir gerade mein Blut geklaut hat. So. Gut. Komm, lass mich in Ruhe. Komm, echt jetzt? Gut. Komm schon, heil dich ein bisschen. Ja, danke. Das muss ich zum ersten Mal unter Heilung benutzen. Dann gehen wir jetzt zum Krankenhaus. Und treffen... Remorse and pain are precious when binding you to the earth. You. I remember you. Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me. Made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Riddles and rhymes. You took my life. Now you insult my mind.
Be stilled, my child. I bring understanding. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. Ich hätte vielleicht eine andere Auswahl nehmen müssen, aber egal. I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. Gut. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. Genau, aber ich beende die Folge jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge gucken wir an, was hier los ist. Ciao. Euer Gladius.